Und als ich da reinkam in Hannover, diese Computer sah, überall wurde gerechnet, da habe ich gedacht, damit musste beruflich was machen. Und dann war das eine logische Folge, dass ich mein Informatikstudium in Oldenburg begonnen habe. Hi Udo, wir kennen uns jetzt ja schon ein halbes Jahr und mich würde jetzt mal interessieren, wie bist du eigentlich zur Informatik gekommen? Hi Steffi, ja, das ist eine gute Frage. Also schon seit der Grundschule galt meine Leidenschaft Mathematik und Sport, insbesondere Fußball. Und das zog sich so durch über viele Jahre bis hin zu meinem Abitur 1987. Und zum Glück kamen Anfang der 80er Jahre so die Computer ins private Leben, auch bei mir. Zunächst hatte ich dann einen Commodore 16 mit 16 Kilobyte Hauptspeicher, klingt lustig, rückblickend. Dann fing ich an mit Computern zu experimentieren und ein Schlüsselmoment war dann, als ich zum ersten Mal zur CeBIT nach Hannover gefahren bin, 1985, auf Initiative meines Mathe-LK-Lehrers. Und als ich da reinkam in Hannover, diese Computer sah, überall wurde gerechnet, da habe ich gedacht, damit musste beruflich was machen. Und dann war das eine logische Folge, dass ich mein Informatikstudium in Oldenburg begonnen habe. Und war es dann auch eine logische Folge, dann zur BTC Embedded Systems zu kommen oder wie bist du dann dahin gekommen nach dem Studium? Ja, da gab es natürlich noch ein paar Zwischenphasen. Also ich würde sagen, es war am Ende eine glückliche Fügung, dass ich bei BTC Embedded Systems gelandet bin. Es war dann so, dass ich während meines Studiums der Informatik habe ich in Oldenburg am dann frisch gegründeten Forschungsinstitut Office eine Stelle als Werkstudent angefangen und habe dort programmiert. Und mit Abschluss meines Diplomstudiengangs Informatik 1995 wurde im selben Moment eine Promotionsstelle frei im Bereich formale Methoden, das heißt mathematisches Beweisen mit Softwareunterstützung. War ich total begeistert, habe ich dann gerne genommen und angefangen und dann habe ich halt meine Promotion gemacht bis 1999 mit meiner Disputation abgeschlossen, 99. Und genau in dem Augenblick wurde BTC Embedded Systems gegründet, auch unter anderem auf Basis der Ergebnisse meiner Doktorarbeit, nicht nur, aber auch. Ja, und da bin ich dann natürlich gerne eingestiegen. Aber du bist ja sicherlich nicht gleich als CEO eingestiegen, sondern ja erstmal wohl als normaler Mitarbeiter. Wie bist du denn dann der Vorstandsrolle gekommen? Tja, das ist eine interessante Geschichte. Also richtig, ich bin natürlich erst einfach als normaler Mitarbeiter in diesem kleinen Startup eingestiegen und habe mit einem kleinen Team gearbeitet zusammen als normaler Mitarbeiter. Und dann hatten wir einen Vorstand, das war ein Mann jenseits der 60, der uns geleitet hat, aber der ab Anfang 2005 nicht mehr weitermachen wollte. Und dann hat mein heutiger Kollege im Vorstand mich vorgeschlagen als Kandidaten für den neuen Vorstand. Und ich habe dann einfach im richtigen Augenblick laut genug Ja, ich will gesagt und wurde dann gewählt. Und so begann dann eine bisher 17 Jahre andauernde Phase als Vorstand, wo ich wirklich viel Spannendes erlebt habe und viele erfolgreiche Erlebnisse hatte, aber natürlich auch Krisenzeiten, aber das gehört einfach dazu, wenn man so eine Verantwortung hat. Wo würdest du denn jetzt so für dich und auch für das Unternehmen BTC Embedded Systems die Herausforderungen sehen? Ich glaube, mir fallen spontan 3 hauptsächliche Herausforderungen ein, die mir vor Augen schweben. Das erste ist, wir müssen weiter kontinuierlich daran arbeiten, innovative, hochwertige Produkte zu haben, um im Markt zu bestehen als Unternehmen, wir alle zusammen. Und dazu brauche ich ein tolles Team. Das ist das Erste. Das Zweite ist, damit das Team, also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motiviert und erfolgreich arbeiten können und produktiv sind, müssen wir eine Arbeitsumgebung bereitstellen, die Spaß macht und in der man produktiv sein kann. Dazu gehört es auch, sich entsprechend der neuen New Work-Ansätze zu positionieren und vieles davon auch umzusetzen in der Praxis. Und das Dritte ist, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir suchen und benötigen, um das Team auszubauen, müssen wir sichtbarer am Markt werden und müssen wir insbesondere auch attraktiv sein im Vergleich mit anderen IT-Unternehmen in der Umgebung, damit die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu uns kommen. Da spielt uns in die Karten, dass wir nach wie vor sehr komplexe Produkte bauen, die einen hohen Grad an Innovation und Forschung enthalten, was es einfach spannend macht, bei uns zu arbeiten. Wow, danke für diesen spannenden Einblick in deinen Werdegang bei der BTC Embedded Systems. Bitte und danke für die tolle Gelegenheit.